Cliff 600 Adventure Edition in Schwarz, diesmal von Sunlight. Ja, man sieht gar kein Rot. Ein schwarzer Kastenwagen, 606 Meter Länge. Hallo Sven. Ja, genau. Marco. 6 Meter Länge, also beziehungsweise 5,99. Ja, ein kleiner roter Cliff-Schriftzug ist an der Seite. Cliff, das klingt wie ein Männerdeo. Ja, Freedom is my life ist der Slogan von Sunlight. Was? Freedom is my life? Freedom is my life. Die werden in Deutschland gebaut, oder? Genau, werden auch im Capron-Werk in Neustadt gebaut, ja. In Neustadt. Das ist aber nicht Neustadt an der Weinstraße, sondern in Sachsen. In Sachsen. Also, ich zeige es mal gerade von der Seite. Ich habe dich eben noch gefragt, kann man den noch ein bisschen zurückrollen? Hast du gesagt, nö, geht nicht. Denn der hat wahrscheinlich einen kapitalen Motorschaden und kann nicht bewegt werden, oder? Ne, das ist gar nicht so einfach, das hier so hinzustellen, dass man dass noch irgendwas rein rauskommt dann. Kann. Genau, ja. So ist das. Aber das ist jetzt 6 Meter Länge, ist ein sehr gefragtes Maß. Ist der genau 6 Meter oder ein bisschen kleiner? 5,99. 5,99. Der Zentimeter ist wegen der Fähre, oder? Ja, im Prinzip bleibt man da ja immer so ein bisschen drunter. Ja, das ist Adventure Edition, sind schwarz, haben nicht so viele rote Anteile mit drin. Fiat Fahrzeug, Ducato und hat einige Extras serienmäßig. Genau, zum Beispiel die Markise schon mit dabei und Navigation, Rückfahrkamera und wieder die Innenausstattung mit Kunstleder und Mikrofaser. Das schauen wir uns gleich mal an. Der Tank ist hier rechts auf der Seite. Wenn du mal kurz hinten aufmachst. Ja. Schwarze Fenster, die übrigens komplett flächendeckend sind, aber von innen ein bisschen kleiner. Das ist auch nett gemacht, wenn man die aufmacht. Mach die mal auf. Dann sieht man nämlich sehr schön, dass die Abdeckung komplett auch weitergeht, als die Fensteröffnung ist. So, und dann sieht man, also das ist die Fensteröffnung, wie beim Flugzeug. Das ist der Marco. Das ist der Rausfallschutz hier. Das ist also, natürlich kann man es auch verwenden zum Trocknen von Handtüchern, aber der Rausfallschutz. Und hier sieht man, das Fenster deckt also alles ab. Wenn du es jetzt mal langsam zumachst, sieht man auch mal, wie das dann komplett alles überdeckt. Sieht dann schon wesentlich schicker aus, oder? Wenn es von hinten, wenn du nochmal zumachst, von der Optik her. Also ich habe komplett durchgehende Flächen dann auf beiden Seiten. Isolierung ist okay für dich? Du bist Kfz-Mechatroniker, du bist zufrieden mit den Autos? Klappert nichts? Ja, klappert nichts. Ich meine, der Möbelbau ist ein bisschen einfacher hier bei den, ich sag mal, Kastenwagen im Einstiegssegment. Aber funktioniert alles? Funktioniert alles. Solide Technik, die bauen den jetzt schon einige Jahre. So mit den, sag ich mal, mit der Technik, mit den Klappen. Jetzt wieder mit Holzlattenrost. Mit Holzlattenrost. Querschläfer haben wir bei 6 Meter. Da ist Längsbetten schwierig, oder? Von dem Platz her. Gibt's jetzt bei Sunlight nicht. Gibt zwar Fahrzeuge von Hymer, wo man das kann, aber dann hat man natürlich dementsprechend vorne wieder weniger Platz. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann sieht man es besser. Also Querschläfer heißt Gas, 2x11 Kilo. Genau. Das ist hier unten natürlich geöffnet. Dann die Verzoösen sind serienmäßig, Polster sind jetzt dabei. Das ist das Frontpolster, was hier unten liegt? Genau, das da war jetzt noch vorne, so ein Notbett. Hier hat man noch dieser Schutz, dass die Scheiben, also die Türen hier nicht aufgehen und die Scheiben kaputt gehen. Okay, das kann man entriegeln, wenn ich etwas mehr einladen will. Genau, hier ist auch die Beschreibung. Das heißt, wenn man das Fenster aufhat und würde dann komplett umklappen. Achso, wenn die Fenster jetzt geöffnet sind. Genau, kann ja auch ein Windstoß passieren, deswegen gibt es hier die Verriegelung. Ah, nettes Detail. Ich habe immer gedacht, das wäre so, wenn ich irgendwie ganz aufgeregt bin und brauche so einen Stressball zum Reindrehen. Nee, das ist die Entriegelung. Das ist Serie bei Ducato oder ist das nachgerüstet? Das müsste nachgerüstet sein, weil letztes Jahr gab es nicht, aber kann auch sein, dass von Fiat so ist. Gut. So, auf jeden Fall ist es dabei. Jetzt kann ich hier das Rost also da ist der Wassertank. Genau, hier ist der Wassertank. Kommt man auch sehr gut dran zum Entleeren oder Reinigen. Vorne ist auch nochmal eine Klappe. Mhm. Genau, Lattenrost kann man hier hochklappen. Mal schauen, was hier reicht, das mal zum Zeigen. Ja, kann man hier hochklappen oder ganz wegnehmen. Ich kann es auch oben festmachen, gell? Da ist ein so Riemen dran, wo ich es dann fest arretieren kann, dass ich hier was durchladen kann. Vorne das Notbett.
Das ist schon sinnvoll. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dritt bin, habe jetzt 2 Erwachsene, ein kleines Kind dabei, das geht. Ja, also für Reisende, die jetzt nicht immer zu dritt fahren, ist das ganz gut. Kann man halt mal jemand noch extra da ein Bettchen bauen. Kleines Problem ist, man kommt nicht mehr richtig rein und raus, weil es die Schiebetür blockiert. Es gibt auch vorne ein Bett, oder? Das heißt, es gibt im Zubehör so ein Bett, was ich vorne auf die Sitze drauf machen kann? Genau, für kleine Kinder gibt es das ja. Ich sag mal, bis so Grundschulalter funktioniert das. So, bau das Bett mal bitte. Ich will mal sehen, wie groß das ist vom Ganzen. Man kann es jetzt so gar nicht richtig vorstellen. Mal gerade gucken, was hier ist. Ich gehe in der Zeit schon mal rein und zeige mal ein bisschen was von drinnen. Da ist noch ein großes Fenster. Fliegengitter habe ich eben schon mal ausprobiert. Läuft super. Linke Seite die Küche mit dem Kühlschrank, der sich komplett öffnet. Wenn ich den jetzt öffne, dann dieses Bicolor Polster mit drin, Mikrofaser und Leder. Und da ist der Marco. Marco? Ja. Da ist er. Ja, jetzt kann ich mir das viel, viel besser vorstellen. Du bist 1,85, geh mal drauf. Es sind Schutzfolien drauf. Kann nichts passieren. So, das heißt, wenn ich mich jetzt komplett ausstrecke, dann wäre 1,85, würde gerade noch so gehen, oder? Ja, das Bett ist 1,97 mal 1,57. Echt? 1,97. Das heißt, wenn du dich jetzt mal ganz hinlegst, die Füße mal hochstreckst, 1,97. Genau. Wer hat das gemessen? Ja, könnte sein. Also wenn jetzt 1,85, doch, könnte passen. Die 12 cm, die kriegt man irgendwo noch hin. Hast du auch schon ein paar Mal mit unterwegs gewesen, hier mit dem 600er? Aber es schläft ja keiner so. Die meisten Leute schlafen ja in der Seitenposition, ein bisschen angewinkelt. Genau, ich hatte jetzt nur meinen kleinen, der ist 10 hier daneben liegen. 10 ist er? 10 ist der, genau. Da ist natürlich ausreichend Platz, ja. Der ist schon groß, oder? Die große ist da. 1,60. Ja, so geht so Richtung 1,60 schon, ja. Oben hast du Schränke. Genau. Du fährst oft mit dem weg, dann auch mal ein Camping? Ja, natürlich. Immer wild oder fahrt ihr auf den Platz? Ja, teils. Mal wild. Wir waren auch mal nur hier an der Mosel. Einfach mal den nächsten, schönsten Campingplatz in Erden besucht. Absoluter Tipp. Erden. Erden, ja. Kann man schön wandern gehen. Ganz toll. Super Wein. Ist der Lieblingsplatz aller Elektriker. Erden. Ja, und dann... Scherz. Ja. Es gibt wirklich den Ort hier an der Mosel, der heißt Erden. Genau. Es gibt auch Alf, gibt es hier, oder? An Mosel. Genau, Alf gibt es auch, ja. Waren dieses Jahr am Gardasee, da waren wir auch am Platz, direkt am See. Dieses Jahr nichts los. War gar nichts los. War nichts los, sehr schön, ja. Letrosee auch toll. Ja, ist aber auch blöd für ihn, wenn da Kids nicht da sind oder so, oder gab es Kids? Ja, doch, da waren schon ein paar Kids, ja. Aber der Platz war nur, ja, zu 1/3 belegt ungefähr. Das macht Sinn. Also ich war ja auch unterwegs mit meinem Sohn, da war auch nicht viel los. Ich konnte erste Reihe in Italien aussuchen, auch noch mitten in Sanremo. Habe ich auch ein Video gedreht. So. Genau, ganz viele sind auch nach Venedig gefahren, weil eben wenig los ist, das Wasser schön klar. Und wenn man sein eigenes Zuhause dabei hat, Ist ja egal. dann kann man allem aus dem Weg gehen, ist das alles egal. So, ich zeig dich mal gerade mal komplett. Die Stehhöhe, das heißt, du kannst so, jetzt gehockt kannst du dich auch hinhocken, das geht, gell? Genau, ja, ich würde hier im Schneidersitz sitzen, noch Bumm. was nach hinten, ja, bumm. Aber hier so, kein Problem. Ne? Ja. Prima. So, große Küchenzeile, die ist recht lang. Ich meine, für ein 6 Meter Fahrzeug. Wir haben das letzte Mal auch ein Fahrzeug gezeigt. Das war 4,99 Meter lang auf Fiat. Das hatte keine Toilette, war ganz anders angeordnet. Aber auch hat die Leute ziemlich begeistert, muss man sagen. Denn die Leute fahren ja tatsächlich damit rum. Da ist natürlich 1 Meter länger. Das ist für die Parkplatzsuche schon 1 Meter Merkmal, oder? Ja, das merkt man. Ich sag mal, ab 6,40 wird es ein bisschen schwieriger. Aber 6 Meter gehen noch. Ja, aber alle Kastenwagen, damit kommt man überall noch gut hin. 6,40 ist halt eben schon je nachdem ein bisschen schwieriger. Aber gerade wenn man draußen unterwegs ist, Klettersteig, wandern gehen und so weiter. Wenn man da zum Einstiegspunkt fährt, sind ja meistens nur so kleine Parkplätze. Da ist halt so ein Kastenwagen hier echt die beste Wahl. So, der Marco ist gerade über der Küche. Ich zeig dich mal komplett. Da ist ein Schrank drüber. Große Lampe, indirektes Licht nochmal drin. Genau, auch wieder die Dometic Mach nochmal. hier, wo man die Lampen
einhängt. Genau, kann man, wenn ich sage, ich will sie hinten lesen, dann mache ich sie hier hinten hin. Krass. Jetzt weiß ich, warum die nie dran waren an der Messe. Weil die so schnell zu tauschen sind. Oder sie waren schon weg. Die waren schon weg. Das geht aber hier vorne auch mit denen? Genau, das geht mit denen. Wie denn? Genauso, Sag mal. Das heißt, der Stab wird rausgenommen dann? Genau. Den müssen wir, ne, ich glaube, den müssen wir zuerst rausnehmen. Bin ich jetzt hier auch nicht der Profi für, noch nie gemacht. Okay, wir lassen es sein. Bevor wir kaputt Genau. machen, ja. Also funktioniert noch. Aber geht, ja, kann man Gut. rausmachen. So, Flammenkochfeld. Mach oben nochmal an, bitte, das Licht. Ja. Bisschen mehr Licht dann. So, auch das kann ich sehr leicht reinigen. Genau, auch mit Piezo. Mit Piezo-Zündung. Der Kühlschrank ist hier, direkt hier vorne. Der Kühlschrank ist vorne hier im Eingang, genau. Der geht auch komplett auf, gell? Genau, geht komplett Also ich kann auch auf. von außen ich was rausnehmen. Ja, Kastenwagensegment, dann hier wieder Kompressorkühlschrank, der mit 12 Volt funktioniert. Ein Kompressorkühlschrank. Das heißt, der macht richtig kalt. Genau, der macht richtig kalt. Gott, nicht, dass die anderen nicht richtig kalt machen würden, aber Kompressor, der geht dann wirklich runter bis... Genau, auch mit Silent Mode. Ist das eine Band? Silent Mode? Nee, er ist leise, meinst du? Genau, kann man abends. Ich liebe Anglizismen. Die Leute, Silent Mode hier, Kompressorkühlschrank da. Alles ist Englisch mittlerweile. Aber es ist so, ja, großer Schrank drin. Ja. Dann hier die Besteckfach. Hier Was- haben wir die was kann das? Abwassertankheizung. Abwassertankheizung. Genau, hier der hat Abwassertankheizung, also Abwassertank isoliert und beheizt heißt die Option. Dann hier 2x230 Volt. Ist das schlimm, wenn der jetzt einfriert, der Abwassertank? Geht da irgendwas kaputt? Ja, also natürlich, wenn was friert, auch geht vor immer. allen Dingen die Leitungen, die sind nicht frostfrei verlegt. Aber wenn es richtig kalt ist, einfach offen lassen, was drunter stellen. Okay, verstehe. Das ist besser dann, ne? Offen lassen. USB. USB? Genau, hier haben wir 2 USB. Genug Platz für ein bisschen Handy und so weiter hinzulegen, ja. Boah, diesen Kleiderschrank, den habe ich jetzt nicht vermutet. Genau, Kleiderschrank hier unten. Nochmal ein Servicefach. Technik, aber ja, kann man auch noch ein bisschen was hinmachen, was nicht unbedingt brennbar ist. Kleiderhaken hier oben. So, und dann die Toilette. Warte, ich filme mal kurz rein, die müssen wir jetzt nicht auseinandernehmen. Das heißt Duschvorhang dabei. Ich habe hier natürlich kein Schwenkbad, brauchen wir nicht. Ein Riesenklo, also dafür. Ein großes Waschbecken drin. Stehhöhe, wenn du mal reingehst, geh mal rein. 1,85. Die Axt im Haus erspart den Zollstock. Holzplattenrost ist jetzt hier auch drin. Also du stehst gerade auf dem Rost, gell? Genau, ist nicht mehr Serie dieses Jahr, dafür aber 90 Liter Tank. Wer es braucht hier. Also sag mal, für die Trittfestigkeit ist das ganz gut, dass man nicht immer auf dem GFK steht. Also ich würde es immer mitnehmen. Dann hier noch ein kleines Schränkchen. Warte, ich zeig das mal gerade. Da wird auch die Dusche eingehangen. Du hast hier oben noch einen Handtuchhalter und ein Fenster. Genau, hier ist noch der Handtuchhalter. Und was ich auch klasse finde hier bei denen, das kleine Fenster. Da ist es. Boah, eine Riesendusche. Achso, du kannst sie als Außendusche verwenden. Richtig. Boah, krass. Das hat übrigens bei allen anderen nie funktioniert. Wir haben die immer einmal reingezogen, rausgezogen, die gingen nie wieder rein. Wie funktioniert das? Bei euch klappt's. So, okay, verstanden. Da ist die Toilette, wenn ich mal kurz draufsetzt. 1,85, kein Problem mit den Füßen. Nö. Ne, Kopf müssen wir ein bisschen aufpassen hier oben. Ja, man kann es ja drehen, gell? Genau, Dann, man kann es hier noch drehen. genau, und gerade nochmal drehst. Heizungsausströmer wieder. Gut. Schon ein bisschen eng. Also auch zum Filmen jetzt hier war da schon Zeug. Ich weiß gar nicht, wo ich die Kamera in der. Geht aber. Gut, ist halt ein Kastenwagen. Ein Kastenwagen, ja, ist schmaler. Schmaler. So, dann kommen wir raus. Kommen wir mal auf so Kleinigkeiten, die wir eben noch nicht gesehen haben. Hier ist nochmal ein Fach. Das ist die Heizung oder was ist da? Ja, hier ist der Sicherungskasten und der Frostwäscher, die Absperrhähne für Kocher und Heizung. Ist alles schön gemacht. Also ich bin ganz beeindruckt. Was ich natürlich jetzt gesehen habe bei LMC, das war schon hier vorne. Ich habe jetzt hier 2 Fächer drin. Genau, Da sind die Heizung, die Truma. Das ist die Truma. Das ist jetzt eine Truma 4 in dem Fall. Eine Truma 4. So, Unterschied Truma 4 zu 6. Was ist der Unterschied? Ist einfach die Leistung. Ne? Ja. Bei ein bisschen größeren Fahrzeugen sollte man schon
schauen, dass die 6 drin ist. Wie jetzt zum Beispiel so ein 7,40 Meter Teilintegrierter, da sollte schon eine Die packt das nicht mehr. Aber hier ist kein Problem mit der Truma 4. Nee. Gerade eben unser Mieter zurückgekommen. Die waren Nordlichter gucken. Wo? Achso, oben, im Norden. Ja, genau, ganz im Norden. Auch mit dem Cliff 600, kein Problem. So, schaut Elektroeinheit. Hier habe ich dann die Kombi-Kontrolleinheit. Hier nochmal zwei große Staufächer. Genau, nochmal super für Schuhe. Hier ist jetzt gerade die Abdeckung ab, kann man auch mal hinten reinleuchten. Da sieht man nämlich den Booster, der verbaut ist von Shout. Warte mal, ich gehe mal gerade ein bisschen rüber. Da wird es ein bisschen eng. Da ist er. Ja, Profitechnik sieht man ganz oft auch in hochwertigen Fahrzeugen, ganz hochwertigen. Man merkt die Züge von Detlef so ein bisschen. Genau, und das hier ist jetzt sogar der große drin, der lädt mit 45 Ampere. Das ist für die Klasse richtig viel. Ich habe auch nur einen 40er drin im jetzigen. Der neue kriegt jetzt einen 90er. Aber einen Ladebooster überhaupt zu haben, es gibt ja viele, die haben die nur parallel angeschlossen. Das lädt er nicht so stark. So, und hier großes Fach. Was ist da drin? Genau, das ist noch die Verdunklung für vorne. Die geht jetzt hier serienmäßig, macht man die mit Knöpfen fest, legt die da übers Armaturenbrett mit den Sonnenblenden. Kann man natürlich dann auch noch ein Remise oder ein Dometic-Verdunklungssystem nachrüsten, wenn man möchte. Ja, der hier hat jetzt auch noch Klimaautomatik zusätzlich. Die 9-Gang. Genau, 9-Gang wieder. Und ja, Navigation, Rückfahrkamera ist auch dabei. Das montieren wir aber erst hier bei uns in der Werkstatt. Setz dich mal rein. Und wenn du mal so lieb bist, den Fahrersitz gleich mal im Anschluss drehst. Ja, das mal, oder vielleicht mal gerade beide, wenn du gerade dabei bist. Denn das Drehen, das ist immer so ein Running Gag bei uns. Wir kriegen nämlich ganz viele nicht gedreht. Wo denn der Händler kommt, der es schon 37 Mal geübt hat. Aber das hier ist wirklich einfach. Das ist einfach. Dann kann man den Tisch halt eben hier auch noch verschieben in dem Bereich. So, ich bin so glücklich, dass du so groß bist, weil die Leute sich immer beschwert haben, dass wir so kleine Frauen genommen haben oder Männer. So, der Tisch ist auch verschiebbar. Sonst beschweren sich immer, wenn Patricia nicht dabei ist. Wenn die Patricia nicht dabei ist. Hallo Patricia. Ja, sie konnte halt nicht. War irgendwie, das war sehr, sehr spontan, dass ich gesagt habe, komm, ich fahre ja. Ich bin ja morgen beim Klaus Hühnerkopf und da habe ich gedacht, komm, ich fahre mal in Wittlich vorbei. Da sind auch wieder diese Lampen. Das ist schon gut gemacht. Da gibt es auch 12 Volt. Wenn du mal gerade die USB-Steckdose mal zeigst, die liegt da hinten. Ja. Die gibt es nämlich als Zubehör. Die habt ihr zufällig da drin. Und das bedeutet, auch die kann ich einfach einhaken und habe den USB dran. Genau. Dann kann man halt beliebig viele sich noch reinmachen. Dann noch irgendwo das Handy laden will, zum Beispiel hinten im Schlafbereich. So, also ein ausgewachsenes, tolles Auto. Mit allen drum und dran. Das ist der Sitzbereich, wenn man drin ist. Preis, wie liegt der? Muss man gerade einmal auf die andere Seite laufen. Warte, ich gehe mal gerade Schild. Denn die Leute, ich zeige es mal gerade von der Seite, dass man auch mal sieht, wie schön er ist. 2,3 Liter, 140 PS Automatik. Das langt, die 140 PS, oder brauchen wir die 185 oder was es noch gibt? Ja, genau, also es gibt noch 160 oder 180. Also ich bin schon mit dem wie gesagt, an den Gardasee gefahren über den Brenner, das waren 120 PS. Ja, der einzigste Haken ist da halt eben, wenn man ausgebremst wird, kommt der ein bisschen schwergängig wieder in Gang. Der 140 PS, der läuft einfach super. Also, ja, und ich sage jetzt auch, mit 9 Gängen hat er immer den richtigen Gang drin. So schnell kann man gar nicht schalten, oder? Wie der schaltet. Genau, also die Schaltvorgänge sind super schnell. 140 PS ist man sehr gut bedient. Wer es natürlich ein bisschen zackiger möchte, kann da auch noch mehr nehmen, aber Reisegeschwindigkeit bei so einem Fahrzeug würde ich immer sagen 110, 120, da ist man schon schnell unterwegs. Ja, der Sunlight Camper Van Cliff Adventure Edition 2021, 48.695 € mit 16% Mehrwertsteuer. Wir sind bei Trendfahrzeuge in Wittlich und ja, ich danke dir, Marco, für die tolle Vorstellung. Danke auch, Sven.